Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Ich begrüße euch heute aus Faro in Portugal, wo Triumph seine neuen Tiger Explorer Modelle vorstellt. Insgesamt gibt es eigentlich 8 Modelle, 2 davon mit niedriger Sitzbank und niedrigem Fahrwerk. Und eine Version gibt es nur in bestimmten Ländern, das ist die Standardversion der XR. Was es damit auf sich hat, erklären wir später. Da hinten stehen sie schon. Gleich geht's los in ungefähr 15 Minuten. Ich freue mich schon. Bis gleich. Jetzt fahren wir vom Coffeestop weg zum ersten Fotopunkt. Der erste Teil der Reise war weniger interessant, da mussten wir mal vom Hotel raus, durch ein paar Dörfer, kurz über die Schnellstraße, und jetzt sind wir schon im Hügelland in der Nähe von Faro bzw. Portimao. Da geht es dann schon kurviger dahin. Kurz zum Motorrad. Das Wichtigste vorab natürlich die Leistung. Wir haben jetzt 139 PS und 123 Newtonmeter, wobei Triumph mehr Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich verspricht. Wir haben bei 3000 Touren schon 100 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung. Und das ist für so eine Reiseenduro bzw. ein Abenteuermotorrad mehr als ausreichend. Wir fahren natürlich ein voll ausgestattetes Modell, damit wir uns ein bisschen mit der Technik spielen können. Wir haben hier Kurven-ABS, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, verschiedene Fahrmodi, Berganfahrhilfe sogar, Heizgriffe, Heizsitz, elektrisch verstellbares Windschild und das Highlight ist ein semi-aktives Fahrwerk, das heißt bei Triumph TSAS, Triumph Semi-Active Suspension. Dann wurde auch das Fahrwerk von WP abgegradet. Wir haben Brembo Monoblock Bremssättel, 305 mm Scheiben vorne, eine richtige Top-Bremserei, echte Sportware. Der Sitz wurde bequemer gemacht, kann ich jetzt noch nicht sagen nach 20 Kilometern, aber es fühlt sich wirklich gut an. Dann gibt es außerdem von beiden Varianten, also von der XC und der XR, Modelle mit dem Zusatz Low. Da ist aber nicht nur der Sitz niedriger, sondern auch das ganze Fahrwerk mit anderen Fahrwerkseinstellungen, weil sich dann natürlich die Fahrdynamik ändert, wenn man das Fahrzeug heruntersetzt. Und das schaut wirklich fast so aus wie ein Lowrider. Das ist ein deutlicher Unterschied zum normalen Modell. Man kann aber sowohl beim normalen Modell als auch, herrlich glitzernder Asphalt übrigens, echt geil. Man kann beim normalen Modell wie bei der Low-Variante die Sitzhöhe dann auch noch regulieren. Die Reifung kommt von Metzeler Tourance Next in der Spezifikation E. Dieser Reifen wurde angeblich für genau dieses Fahrzeug entwickelt, aber in weiterer Folge auch in der Serie sozusagen eingesetzt, für andere Reiseenduros angeboten. Der Dreizylinder hat natürlich einen ganz eigenen Charakter, es ist immer wieder toll. Wird natürlich etwas lauter, wenn man den Motor hochdreht.
Ich würde also einen Nachrüst-Endtopf wirklich nur montieren zu optischen Zwecken. Der Endtopf ist etwas geschrumpft, überraschenderweise, trotz Euro 4 Norm. Ich glaube, fast 2 Liter im Volumen ist er kleiner geworden. Und damit natürlich auch leichter. Da kommen schon die Kollegen entgegen, die wahrscheinlich jetzt erst den Kaffee einnehmen. Es ist ein herrlicher Asphalt, kein Verkehr, wir sind die einzigen hier. Und das Wetter ist optimal, blauer Himmel, Sonnenschein, nicht zu kalt, nicht zu warm. Und genau solche Straßen liebe ich. Ich bin ja nicht so der Spitzkern-Fan, also Südtirol, Tirol, ist eigentlich nicht mein Lieblingsgebiet. Ich habe es gern flüssig. Das ist hier absolut der Fall. So ein Motorrad, wirklich ideal. Man kann so circa 1000 verschiedene Einstellungen treffen, denn neben den vordefinierten Fahrmodi kann der Fahrer in den Top-Versionen alles auf seine Präferenzen einstellen. Kann man sich Stunden und Tage lang spielen. Und da gibt es natürlich jetzt auch einige Stimmen, die sagen, das wäre schon zu viel des Guten. Es würde den Besitzer überfordern. Dazu muss man sagen, man muss es nicht benutzen. Man kann auch einige Systeme ausschalten, falls man das will. Natürlich vor allem für den Offroad-Gebrauch. Aber wenn ich da so dahin gleite, muss ich sagen, diese Systeme machen schon sehr viel für den Fahrer. Und ich kann nicht sagen, dass der Fahrspaß darunter leiden würde. Solange man sich auf so gut ausgebauten Straßen, auf Asphalt bewegt, regeln diese Systeme ja eh kaum. Also die funken ja nicht dazwischen. Ja, die Fußrasten, die übrigens an der XC echt massiv gebaut sind, aussehen wie aus dem Zubehör, sind für den Straßenbetrieb, wenn man ein bisschen flotter ist, auch ein bisschen tief angebracht. Schon ein paar Mal aufgesessen, aber kein Problem, wenn das ein bisschen schleift. Auch ein tolles Feature ist das elektronisch verstellbare Windschild. Da kann ich hier übers Menü den Zeigefinger Windschild auswählen. Und jetzt mit dieser Wippe kann ich das Windschild jetzt verstellen. Während der Fahrt sollte man natürlich nicht tun, weil man dann den Anschluss verliert, so wie ich gerade. Ein paar Worte noch zu diesen Präsentationen bzw. zu den Ausfahrten bei den Präsentationen. Ich wurde etwas gerügt nach meinem Onboard-Video der XSR 900 von Yamaha. Ich würde zu nah auffahren, zu dicht auffahren und überholen in unübersichtlichen Kurven. Dazu muss man sagen, man sieht als Fahrer hier wirklich wesentlich mehr, als man auf der GoPro sieht. Also ich überhole sicher nie, wenn ich nicht genau weiß, dass kein Gegenverkehr kommt. Es sind auch lauter erfahrene Journalisten hier, die hier seit Jahren und Jahrzehnten teilnehmen. Da will sich natürlich keiner vom Motorrad fahren. Fahren auch eigentlich sehr diszipliniert versetzt. Und hin und wieder natürlich etwas dichter. Aber Unfälle sind extrem seltener. Und wenn, sind das eher
einzelne Ausfälle ohne Fremdverschulden. Ja, jetzt hat die Fußrasten wieder gestreift. Die erste Tiger gab es übrigens unvorstellbarerweise 1937. Dann gab es in den 50ern eine Trail-Version, eine erste Trail-Version, meine absolute Favoritin, unglaublich. So wie die Motorräder eben damals aussahen, diese Enduros, Trail-Maschinen, wie man sie auch von Steve McQueen kennt. Ein absoluter Traum. Also eine irrsinnig lange Geschichte, fast 80 Jahre lang. So ein Name gehört natürlich gepflegt und ausgebaut und deswegen hat sich Triumph auch dazu entschieden, aus der Tiger Explorer jetzt sozusagen einen Technologieträger zu machen, ein Flaggschiff und alles reinzustecken, was im Moment möglich ist und sogar noch mehr. So, jetzt geht's los mit dem Offroad-Teil des heutigen Tages und dazu muss ich natürlich ein paar Anpassungen treffen. Das mache ich hier mit dem Menü-Button. Da sehen wir, ich habe Road eingestellt. Dann gibt es noch Sport und Offroad. Das lasse ich jetzt einfach. Jetzt kann ich aber noch das Fahrwerk einstellen, so wie ich das haben will. Ich habe hier also 9 Stufen zwischen Sport und Komfort und ich lasse das jetzt einmal auf Normal, weil ich sehen will, wie das funktioniert. Traktionskontrolle und ABS sind natürlich optimiert jetzt für Schotter, für rutschigen Untergrund. Und das soll dafür sorgen, dass sowohl Vortrieb wie auch Verzögerung bestmöglich funktionieren. Ich kann übrigens eins machen. Bremse vorne und hinten sind ja combined, also verbunden. Das heißt, wenn ich vorne bremse, bremst es auch hinten mit. Ich kann aber mit dem Bremspedal hinten den Hinterreifen blockieren. Eine Kurve andriften oder was auch immer man dann machen will. Dazu natürlich die Kupplung ziehen. Das ist also eine Besonderheit dieses Motorrades. Das System soll es auch möglich machen, dass man aus der Kurve rausdriftet. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das versuchen werde. Aber wie man sieht, boah, irre Beschleunigung. Wie ich vorher schon gesagt habe, beim Straßenfahren, diese Systeme sind darauf programmiert, den Fahrer zu unterstützen. Und schneller und sicherer zu machen. Das ist also in keinster Weise eine Spaßbremse, im Gegenteil. Schauen wir mal. Also geil, wie man sich mit so einem doch recht schweren Fahrzeug auf so einer Schotterpiste bewegen kann. Ich bin jetzt nicht so der Offroad-Experte wie unser lieber Alo, der heuer sogar bei einigen Rallyes antreten wird. Und deshalb bin ich wirklich sehr dankbar für Fahrhilfen, die einem auch bei unbefestigten Straßen unter die Arme greifen. Letzter Abschnitt für heute, Offroad. Wir sind hier an einem traumhaften Strand. Ganz versteckt. Angeblich darf man hier legal auch mit Motorrädern und Autos herfahren. Im Sommer wird ein bisschen mehr los sein. Wahrscheinlich ein Nacktstrand. Aber dafür sind wir nicht hier, sondern für die neue Triumph Tiger Explorer. In unserem Fall die XCA. Und ich muss sagen, im Offroad funktioniert das außergewöhnlich gut. Wahnsinn, wie diese Fahrhilfen hier wirken und den Fahrer unterstützen. Besonders beim Bremsen schenkt das so viel Vertrauen. Man kann wirklich
Drifts ansetzen, auch wenn man das vielleicht noch nie wirklich gemacht hat. Und ich glaube, dass dieses Fahrzeug auch Leuten, die eher Scheu haben vor Schotterstraßen, oh je, jetzt verhungert er mal. Also natürlich, jedes System hat seine Grenzen. Das haben wir gerade gesehen, bergauf, extrem welliger Untergrund, steinig. Da bleibt dann auch dieses TC, verschluckt sich kurz mal. Um nochmal anzusetzen, ich glaube, dass Leute, die da eher Scheu haben und nicht so gern auf Schotter unterwegs sind, auf unbefestigten Straßen, die werden eine unglaubliche Freude damit haben und sich so sicher fühlen wie noch nie, so wie ich mich heute. Das Fahrwerk bügelt Unebenheiten so fein aus. Also wenn wir jetzt hier fahren, da wirkt das fast schon so wie Asphalt. Natürlich bis auf diese Schlaglöcher, diese kleinen Inseln. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Schotter schlucke. Mein Motorrad. Boah, fuck! Scheiße! Okay. So viel dazu. Das war der Kollege vom Reitwagen. So, das ist das Ende des Offroads. Jetzt stellen wir wieder ganz schnell um. Offroad. Und dann geht es weiter auf Asphalt nach Hause ins Hotel. So, liebe 1000 PS-Fans, wie ihr vielleicht vermutet, bin ich nicht mehr in Portugal, sondern zurück im 1000 PS-Büro. Ich muss ehrlich sagen, das Programm war mir diesmal zu dicht. Ich musste um 3:30 morgens schon wieder zum Flughafen, um dann in Österreich eine Tischtennismeisterschaft zu bestreiten, in der ich alle meine Spiele gewonnen habe. Jedenfalls konnte ich leider nicht alle meine Produktionen unten durchführen. Ich habe diesmal versucht, zum ersten Mal mit diesem Sena-System zu arbeiten, das Nasty Nils mehr schlecht als recht bei uns zu Hause getestet hat. Ich habe es Gott sei Dank besser hinbekommen und direkt aus dem Helm meine Fahreindrücke geschildert. Das Ganze wurde mit der GoPro aufgezeichnet. Wäre sehr nett, wenn ihr uns in den Kommentaren wissen lässt, ob dieses System Zukunft hat, ob das für euch in Frage kommt. Ich habe eigentlich versucht, meine ganzen Testeindrücke direkt aus dem Helm zu berichten und das ist jetzt quasi nur mehr das Fazit. Ich muss sagen, die neue Triumph Tiger, die ja in 5+2 Ausstattungsvarianten bei uns kommt, also die 5 Varianten plus 2 Low-Varianten, bei denen nicht nur der Sitz tiefer ist, sondern das ganze Fahrwerk herabgesetzt und natürlich neu abgestimmt, dass das Ganze auch dynamisch gut funktioniert. Das ist ein anderer Ansatz als beispielsweise bei BMW, wo es eben ein Grundmodell gibt, beziehungsweise zwei, gibt es ja auch noch die Adventure, die man dann nach Belieben ausstatten kann, sondern Triumph sagt halt einfach, okay, wir haben diese ganzen Grundmodelle in verschiedenen Ausbaustufen mit unterschiedlicher Ausstattung, die man dann natürlich noch erweitern kann. Das ist einfach eine andere Philosophie, aber im Endeffekt genauso zielführend, weil im Endeffekt muss man sagen, bei den Top-Ausstattungen ist mehr drauf, als jeder Mensch wahrscheinlich jemals brauchen kann und das gilt halt auch für die elektronischen Fahrhilfen, die ich einerseits sehr sinnvoll finde. Besonders im Offroad ist mir aufgefallen, dass diese Fahrassistenzsysteme dem Fahrer helfen. Sie schenken Sicherheit, sie schenken Vertrauen und so wird sich auch der eine oder andere in den Offroad-Wagen, der das vorher nicht getan hat. Und dazu sind diese Geräte halt auch gemacht, natürlich zum Großteil für den Straßenbetrieb, aber eben auch für den kleinen Abstecher mal in den Schotter, über Wiesen, über Stock und Stein in Maßen. Und die sich das bis jetzt nicht getraut haben, die sollten es einmal mit der Triumph probieren. Und ich kann versprechen,
man kann dann plötzlich viel mehr, als man eigentlich dachte, dass man konnte. Also der Vortrieb ist schon faszinierend, aber die Verzögerung, die ist ein Wahnsinn teilweise. Also ich habe da wirklich so Bremstests durchgeführt und das geht richtig rein und bremst sich ein, dass man glaubt, okay, bin ich jetzt auf Asphalt wieder unterwegs oder was ist da passiert? Das war wirklich faszinierend und genauso faszinierend war natürlich das Wirken des semiaktiven Fahrwerks, TSAS bei Triumph, wie da Unregelmäßigkeiten ausgeglichen werden, zum Beispiel Kopfsteinpflaster, das wirkt fast wie planer Asphalt, irre, muss man ausprobieren. Und einmal habe ich das ja schon gemacht, vor wenigen Jahren, muss man sagen, da war dieses System gerade mal in der HP4 von BMW verfügbar. Das war quasi das Topmodell, das Superbike. Da haben wir das ausprobiert, über Unregelmäßigkeiten in der Boxengasse einfach drüber zu fahren und dann den Motor abzustellen, wodurch natürlich dann auch das semiaktive Fahrwerk nicht mehr funktioniert. Und plötzlich begann das richtig zu poltern und zu rattern. Da hat man genau gemerkt, was dieses System macht und was das alles filtert. Jetzt aber zur Downside von diesem System und das ist dann trotzdem auch ein bisschen die Transparenz. Ich meine, dieses Fahrzeug ist natürlich nicht für richtiges Kurvenwetzen gemacht, alles am Knie, richtig schnell. Wir haben natürlich bei der Präsentation wieder mal geschaut, was geht. Vor uns ist gefahren der Kevin Carmichael, der Stuntfahrer im Dienste von Triumph, der glaube ich auch Rennfahrer war, der echt flott war. Ich muss sagen, mir schon fast zu flott für dieses Motorrad, war nicht unbedingt notwendig, aber wenn einem mal der Triple einfährt ins Gemüt, dann kann ich das gut verstehen, dass man ein bisschen mehr am Kabel zieht. Und da hat man gemerkt, oder ich habe mir gewünscht, dass ich ein bisschen mehr Transparenz habe. Ein bisschen mehr, wenn man so in Richtung Grenzbereich kommt, dass man weiß, wo bin ich, was geht noch, wo ist das Fahrzeug, wo sind die Reifen. Das wird alles ein bisschen, da wird zu viel rausgefiltert für meine Begriffe, für meinen Geschmack. Das ist auch bei der Bremse, da ist die sehr, sehr gut greifen, also wirklich sehr gut verzögern, sind auch Brembo Monoblock, also das ist echt Ware, auch aus dem Supersport. Aber da hätte ich mir auch gewünscht, einen feineren Druckpunkt, einfach auch mehr Transparenz beim Anbremsen. Wir sind da so einen Berg rauf und dann bergab wirklich mit hoher Geschwindigkeit, wenn man da Kurven anbremst, dann braucht man halt wirklich ein optimales Gefühl für die Front und ein optimales Gefühl fürs Fahrwerk. Viele sagen jetzt, das ist alles viel zu viel. Ich muss sagen, mir war es ehrlich gesagt auch zu viel bei der Präsentation. Fast 2 Stunden wurden uns die ganzen Modelle und die ganze Technik erklärt. Am nächsten Tag noch einmal, wie man den Bordcomputer bedient und wie man die Einstellungen trifft. Also insgesamt über 2 Stunden Erklärung, um dieses Fahrzeug überhaupt richtig bedienen zu können. Und da merkt man schon, dass das sehr, sehr umfangreich ist und dass das vielleicht den einen oder anderen Kunden und Anführungszeichen überfordert. Aber andererseits, man muss sich nicht unbedingt damit beschäftigen. Diese Grundeinstellungen, die Fahrmodi, die vorhanden sind, wenn man da eins wählt, was eben dem Untergrund und den Wetterverhältnissen entsprechend ist, also da gibt es dann Road Rain, Sport, Offroad und die fahrerindividuelle Konfiguration, dann passt das auch. Also genauso mache ich. Also ich muss mich natürlich ein bisschen spielen, muss mich beschäftigen, wie verändert sich das Fahrwerk, wie verändert sich die Dynamik und der Komfort. Aber ich glaube, als Besitzer wird man schnell seine Einstellungen finden und wissen, okay, das entspricht mir, das entspricht den Verhältnissen, das passt zu 90%, wo ich mich bewege. Und wenn ich einen Abstecher ins Offroad mache, ist das Positive, dass das System nach 6 Sekunden sogar erkennt, wo man sich bewegt. Ja, also wenn man jetzt kurz einmal über irgendwie eine Schotterpassage fährt oder eine Straße kreuzt oder über vielleicht ein bisschen Rollsplit fährt, stellt sich das System noch nicht um, das wäre sinnlos, aber nach 6 Sekunden, wenn davon auszugehen ist, dass man sich weiterhin im Offroad bewegt, dann dann wird automatisch dieser Offroad-Modus ausgewählt und dann bleibt das System auch im Offroad-Modus. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig gutes Feature. Alles in allem habe ich es immer noch nicht ganz verarbeitet, Testbericht schon online, werde mich aber weiterhin mit diesen Modellen beschäftigen. Interessant ist natürlich der Vergleich mit BMW. Ich habe schon gesagt, ein anderer Ansatz, eine andere Philosophie. BMW arbeitet natürlich schon seit Jahrzehnten daran, dass dieses System GS perfekt funktioniert, aber auch
Der Name Tiger von Triumph, was ich nicht wusste, ist fast 80 Jahre alt und die ersten weltumspannenden Reisen wurden auch schon vor über 60 Jahren, glaube ich, gemacht. Das heißt, man hat mindestens genauso eine lange Geschichte und wir werden einfach erst im direkten Vergleich sehen, welches Modell, welches Konzept die Bedürfnisse und die Wünsche von Enduro-Fahrern, von Abenteurern und Reisenden wirklich am besten erfüllt. Da bin ich selber schon sehr gespannt drauf. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und wie gesagt, hinterlasst uns bitte Kommentare zu dieser neuen Art von Test und zu der neuen Triumph Tiger Explorer. Danke fürs Zuschauen. Ja, leider müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, weil die Autos halt im Schritttempo durchfahren, was ich gut verstehen kann. Diese Brandung, die ist so unbeschreiblich gewaltig. Oh! Da warten alle und würden gern und können nicht. Lost Espandrillo schläft unter dem Helm. So sieht harte Arbeit aus.